Willkommen zum ersten Video für den Kurs zur computergestützten Analyse sozialer Medien. Heute eben krankheitsbedingt, weil der letzte Montag ausfallen musste und ich gerne zumindest die praktischen Kenntnisse vermitteln möchte, ausnahmsweise einmal per Video. Wir beschäftigen uns mit dem Thema der Textklassifikation und wir werden uns heute vor allem auch mit dem Thema GPT zur Klassifikation auseinandersetzen. Vorneweg noch der ganz kurze Hinweis: Natürlich gibt es auch andere Methoden zur Textklassifikation. Natürlich können wir auch andere Transformer-basierte Modelle wie BERT nutzen. Hier müssen wir in der Regel dann ein Feintuning betreiben. Es gibt auch bereits vortrainierte oder vorgetunte Modelle für verschiedene Anwendungsfälle. Wir werden heute mit dem Thema Sentimentanalyse arbeiten. Auch dafür gibt es bereits jede Menge Möglichkeiten, APIs von Anbietern wie Microsoft in seiner Azure Cloud, wie Google in seiner Google Cloud und viele weitere. Wir wollen heute aber auf jeden Fall mal das Thema Prompting weiter intensivieren, weiter testen. Sie wissen ja, seit der Veröffentlichung von ChatGPT vor ungefähr einem Jahr ist das Thema sehr gehypt, aber auch in meiner Praxiserfahrung oder meinem Forschungsprojekt des letzten halben Jahres habe ich festgestellt, dass der Prompting-Ansatz sehr niedrigschwellig funktioniert, sehr gut umzusetzen ist und die Ergebnisse, in meinem Fall habe ich das mit menschlichen Annotationen, einem Goldstandard verglichen, tatsächlich für die Arbeit, die man reinstecken muss, um eine Prompt zu entwickeln, sehr, sehr gut ist oder sehr gut ist. Und das muss man, glaube ich, schon im Vergleich sehen zum Aufwand, den man betreiben muss, um beispielsweise Modelle fein zu tunen, von Grund auf zu trainieren. Darüber wollen wir gar nicht sprechen. Aber vor allem auch das Feintunen von Textklassifikation ist nicht ohne. Wir brauchen jede Menge annotiertes Datenmaterial, das möglichst gut sein muss, um halbwegs gute Ergebnisse zu erzielen. Das Prompting, die großen Sprachmodelle, heute vor allem GPT im Fokus, bieten uns mit weniger Aufwand schon eine sehr interessante Qualität. Wie wir die Qualität überprüfen können unserer Klassifikationen, das werden wir dann in den nächsten 2 Sitzungen tiefer betrachten. Da werden wir uns mit der Thematik der Validation oder Validation beschäftigen. Ganz konkret wird es darum gehen, eben einen solchen Goldstandard-Datensatz von menschlichen Annotatoren zu annotieren zu lassen, zu erarbeiten und dann anschließend daran auch die Frage, wie können wir das denn zur Validierung unseres Ansatzes nutzen? Und hier möchte ich auch schon mal ganz kurz vorwegnehmen, ganz grundsätzlich werden wir uns nochmal mit dem Thema beschäftigen, was heißt denn eigentlich Validität? Und da müssen wir schon anfangen, überhaupt in Frage zu stellen, ob unsere Measurements, ob unsere Operationalisierungen überhaupt valide das messen, was wir messen wollen. Aber heute werden wir uns ganz, ganz intensiv mit dem Praxisthema Textklassifikation mit GPT, mit einem großen Sprachmodell beschäftigen. Auch diesen theoretischen Vorspann, den ich Ihnen sehr gerne auf jeden Fall noch etwas näher bringen möchte, werden wir am kommenden Montag im Seminar selbst tiefer betrachten. Dafür gibt es dann auch nochmal einen kleinen Foliensatz. An der Stelle möchte ich nur sagen, die Textklassifikation oder diese Textanalyse mithilfe computergestützter Methoden findet natürlich nicht im luftleeren Raum eines methodologischen Vakuums statt, sondern ich würde sagen, wir orientieren uns vor allem auch an der Technik, an der Methode der Inhaltsanalyse. Bei der Inhaltsanalyse gibt es, wie in vielen anderen Forschungsmethoden auch, einen quantitativen Ansatz. Der Quali-Ansatz wäre vergleichbar zu unserer Textexploration. Data-driven ist hier auch ein Stichwort, das aus diesem Döring und Bords Standardwerk kommt. Dieses ist übrigens, Sie finden den Link hier, im Uninetz lizenziert, das können Sie problemlos abrufen. Und heute mit der Textklassifikation sehen wir uns eher in diesem Bereich der quantitativen Inhaltsanalyse. Wir haben schon eine Operationalisierung vorgenommen, wir haben Konstrukte, die wir messen wollen und jetzt wollen wir auf einem großen Datensatz versuchen, diese Konstrukte zu klassifizieren oder diese Konstrukte besser gesagt zu messen
um dann, und das werden wir im nächsten Jahr dann machen, anhand unserer Klassifikation von großen Textmengen Erkenntnisse über die Inhalte ableiten zu können, Aussagen über die Inhalte der Social Media Inhalte anhand der großen Datenmengen machen zu können. Heute im Fokus sind zwei Measurements, zwei Maße. Einerseits werden wir uns beschäftigen mit der Sentimentanalyse mit Hilfe von GPT. Andererseits wollen wir das Thema Mobilisation in Angriff nehmen. Beides Konstrukte aus der Literatur. Die Sentimentanalyse wird auch sehr intensiv praktiziert von den Kollegen Thomas Schmidt hier am Lehrstuhl, der sich vor allem mit klassischen Texten auseinandersetzt und dort verschiedene Sentimentanalysen testet, evaluiert, weiter optimiert und verbessert. Und Jakob Fehle mit der aspektbasierten Sentimentanalyse. Hier geht es darum, einzelne oder Kommentare beispielsweise zu Hotels in ihre einzelnen Bestandteile herunterzubrechen und herauszufinden, welches Sentiment denn möglicherweise zu welchem Aspekt gehört. Beispielsweise kann ein Kommentar ja beinhalten, das Bett war super, das Frühstück war wirklich gar nicht gut. Dann haben wir ein positives Sentiment für das Thema Zimmer oder in dem Fall konkreter noch Bett und ein negatives Sentiment für das Thema Frühstück. Und damit können wir viel granularer und viel granularer einen Blick trotz quantitativem Vorgehen, trotz tausender von Kommentare, vielleicht auch den Sachverhalt bekommen. In diesem Beispiel mit den Hotels können wir dann vielleicht am Ende sagen, aufgrund von der Analyse von 100 Kommentaren, das Hotel hat schlechtes Frühstück, aber gute Betten. Und das können wir dann natürlich nicht nur für ein Hotel, sondern möglicherweise Hunderte oder Tausende messen. Bei der Mobilisierung sind wir wieder eher im Gemeinwohlfühlterrain. Hier befinden wir uns dann beim Thema politische Kommunikation. Mobilisierung wird hier begriffen als beispielsweise Calls to Action, Calls to Inform, Calls to Interact. Wir beschäftigen uns dann eher mit dem Überthema indirekte und direkte Calls to Action und der Frage, ob wir diesen Call to Action online oder offline finden. Was sind das? Beispielsweise Aufrufe zur Wahl zu gehen, am Wahlsonntag zur Wahlurne zu gehen, Aufrufe an einem Event teilzunehmen, also so richtig offline, dass man zu einer Wahlkampfveranstaltung geht oder so etwas wie ein Aufruf beim Fernsehprogramm auf das Kanzlerduell oder beim letzten Mal Triell zu schalten, bei dem die 3 Kanzlerinnenkandidatinnen sich vorgestellt haben oder miteinander trielliert haben, ist das der richtige Begriff dafür, gegeneinander diskutiert haben. Und diese Calls, wie gesagt, können dann eben online oder offline geschehen. Bei dem Call, sich im Fernsehprogramm dazu zu schalten, ist das natürlich auch eine spannende Frage, ob wir das jetzt als Offline- oder Online-Partizipation begreifen, aber wahrscheinlich fast schon eher als eine Art der Offline-Partizipation, sich hinter den Fernseher zu setzen und das anzusehen. Für die Frage, wie wir diese Klassifikation umsetzen können, in den letzten Jahren hätten wir Ihnen wahrscheinlich Colab Notebooks oder Jupyter Notebooks zur Hand gegeben. Wir hätten gesagt, annotieren Sie genügend Daten als Ground Truth oder Gold Standard Material und dann lassen wir ein Modell darauf feintunen. Die Digital Humanities Studierenden unter Ihnen werden das wahrscheinlich schon in der Praxis einmal getestet haben, in einem der Machine Learning Kurse oder Sprachtechnologie-Kurse. Falls Sie Medieninformatik studieren und das noch nicht in der Praxis umgesetzt haben, gibt es auf jeden Fall auch noch einige Kurse, in denen Sie das lernen können. Und ich würde behaupten, mithilfe des Materials, das in den letzten Jahren online zusammengetragen wurde, können Sie sicher auch selbst sehr, sehr weit kommen. Meine Empfehlung ist hier auf jeden Fall Hugging Face. Da finden Sie viele Tutorials. Am Ende dieses Webartikels, den ich Ihnen bereitgestellt habe, finden Sie auch Links zu einigen Anleitungen und Ideen, wie Sie alternative Ansätze umsetzen können, selbst vielleicht ein Modell trainieren oder zumindest feintunen können. Für die Sentimentanalyse im Übrigen auch gibt es jede Menge API-Endpunkte, die man nutzen kann, von Google in der Cloud, von Microsoft Azure
Und darüber hinaus, lassen Sie mich kurz nachdenken, was können wir noch machen? Auch die Textklassifikation können Sie externen Dienstleister machen lassen. Die Qualität ist oftmals für generelle Modelle schlechter als für spezifische Modelle. Und inwiefern das stimmt für die LLMs, für die Large Language Models, ist aktuell etwas, woran die Forschung arbeitet. Momentan ist auch hier oftmals die Erkenntnis, dass generell nutzbare Large Language Model oder in unserem Fall GPT es funktioniert vielleicht gar nicht so schlecht, aber im Detail funktioniert dann ein feingetuntes Modell für den konkreten Anwendungsfall doch besser. Ich bin gespannt, wie lange das haltbar bleibt. Ich könnte vermuten, dass es ja vielleicht tatsächlich auch einfach so bleibt. Aber das Prompting hat einige Vorteile. Also vor allem möchte ich hier betonen, diese Niedrigschwelligkeit. Sie können sehr schnell zu sehr interessanten Ergebnissen kommen. Deswegen beschäftigen wir uns auch in diesem Kurs nochmal mit diesem Thema. Einerseits natürlich ist es gerade gehypt, andererseits wir haben eine gewisse Forschungslücke. Wir können sehr viel experimentieren, indem wir diesen Ansatz vergleichen mit bisher vorhandenen Ansätzen und versuchen natürlich auch die Prompts zu optimieren. Da sind wir beim Thema Prompt Engineering. Ich habe Ihnen hier auch ein bisschen Literatur zusammengetragen. Einiges davon leider noch sehr technisch, aber vielleicht würde es nicht schaden, für Ihre Projektarbeit einmal reinzuschnuppern und einige der Paper selber sich durchzulesen für Ihre auch Related Work oder Ihre Methoden, Abschnitte, Kapitel in der Projektarbeit. An der Stelle möchte ich nur sagen, es gibt verschiedene Ansätze, mit denen man arbeiten kann zum Prompt Engineering. Ganz wichtig vor allem auch die Unterscheidung zwischen der manuellen und der automatisierten Methode. Wir arbeiten erstmal mit manuellem Crafting sozusagen dieser Prompts. Grundlegend ließe sich auch einen Prompt automatisiert optimieren. Dafür gibt es in der Literatur Beispiele, wie man die Schleifen dafür umsetzen könnte. Und es gibt auch die Möglichkeit für verschiedene Ziele, für verschiedene Anwendungsfälle, dass wir verschiedene Prompts miteinander chainen, miteinander verketten. Auch diese komplexen Anwendungen werden wir heute erstmal außen vor lassen. Wir konzentrieren uns darauf, im Rahmen erstmal einer sogenannten Zero-Shot-Klassifikation eine Prompt zu entwickeln oder besser gesagt in unserem heutigen Fall eine Prompt aus der Literatur zu nutzen und nochmal etwas zu optimieren und anzupassen auf unseren Anwendungsfall. Was heißt Zero Shot? Zero Shot Klassifikationen sind die Idee, dass wir without any prior examples or demonstration, also ohne vorherige Beispiele oder Demonstration, versuchen, einen Text in eine bestimmte Kategorie einzuordnen. Wir beginnen mit dem Thema Sentimentanalyse. Bei der Sentimentanalyse wollen wir uns auf die 3 Kategorien oder 3 Ausprägungen, besser gesagt, negativ, neutral und positiv konzentrieren. Und das Spannende am Prompting, das Spannende an der Zero-Shot-Klassifikation, das Spannende an der Interaktion mit diesem GPT-Sprachmodell ist, dass wir eigentlich vorgehen, wie wenn wir mit einem Menschen sprechen würden. Stellen Sie sich vor, Sie wollen diese Aufgabe Ihrer Kollegin, Ihrem Kollegen beibringen und vermitteln, der Person sagen, was sie zu tun hat. Und dann sind Sie schon auf der Spur einer Prompt. Dann haben Sie eigentlich schon begonnen, diesen Prompting-Prozess für das Sprachmodell. Darüber hinaus können wir auch sagen, genauso wie es für den Menschen manchmal schwer ist, einen Task, eine Aufgabe auszuführen, ohne vorher Beispiele gesehen zu haben, kann es auch für das Modell an der Stelle schwierig sein, diese Klassifikation korrekt umzusetzen, ohne Beispiele gesehen zu haben. In unserem heutigen Kontext mit der Sentiment-Analyse habe ich hier beispielsweise aus dem Möller-Paper eine Prompt gefunden zur Klassifikation von Sentiment. Die wollen wir einmal testen. Und wie können wir das testen? Wir copy-pasten das rüber in ChatGPT. Ich habe hier mal auf 3.5 geschalten, weil das für den heutigen Versuch, glaube ich, ganz gut ist. Eigentlich wäre die
Prompt vorgesehen für die API. Wir sehen das gleich noch, schon mal Foreshadowing. Wir werden in den Playground reinspringen und da können wir die System Prompt eingeben. Wir testen das einmal sehr, sehr naiv hier in diesem Interface von ChatGPT, sagen System Prompt und testen, ob das funktioniert. Ich habe für den Test mal 2 Kommentare von Amazon herauskopiert, einen positiven und einen negativen Kommentar zu dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Wir geben jetzt mal den positiven ein. Ich sage noch hier Text, um dem Modell klar zu machen, an welcher Stelle eigentlich der Text beginnt, den wir klassifizieren wollen, und gehe auf Enter. Die Erwartungshaltung wäre hier positiv und die Erwartung wurde eingehalten. Wunderbar. Wir testen das Ganze gleich nochmal mit einer negativen Version. Das war dann ein Kommentar mit, zu viel hin und her springen, ein Kommentar mit einem Stern. Und wir machen das gleich wieder. Wir gehen rüber, kopieren hier den negativen Kommentar, der nur einen Stern vergeben hat. Die Erwartungshaltung wäre, dass die Klassifikation hier negativ ist und Spannung negativ. Gut, das funktioniert also. Sieht erstmal sehr einfach aus, funktioniert auf Anhieb sehr gut, kann natürlich aber sehr schnell viel komplexer werden. Und um herauszufinden, ob das gut funktioniert, müssen wir dann eben, damit beschäftigen wir uns dann in den nächsten 2 bis 3 Sitzungen, evaluieren und validieren, wie gut der Ansatz funktioniert. Während der Ansatz aus der Literatur für unseren Anwendungsfall ganz gut funktioniert, könnten wir uns natürlich auch noch vorstellen, dass wir weiteren Verbesserungsbedarf haben. Beispielsweise habe ich hier einmal mit ChatGPT mich darüber unterhalten, wie wir denn diese Prompt verbessern könnten, wenn der Output im JSON-Format sein sollte. Das hier war das Ergebnis und Sie sehen, die Prompt hat sich ein bisschen verändert. Jetzt haben wir nur noch diese System Prompt übrig. Das wollen wir im Playground testen. Sie sehen, ich habe das hier schon einmal ausgetestet gehabt und dann können wir hier als User Prompt nur noch den Text eingeben. Das machen wir auch nochmal an dieser Stelle. Ich kopiere wieder den positiven Kommentar und gebe ihn hier als User ein. Ich habe leider vergessen, die letzte Eingabe zu löschen. Das mache ich jetzt. Hier habe ich das GPT-3.5 Turbo Modell eingeloggt sozusagen und die Temperature auf 0 gestellt, um die Ergebnisse kohärenter, erwartbarer zu machen. Klicke auf Submit, es dauert wenige Sekunden und da habe ich hier die Antwort, ein JSON-Objekt, ein valides JSON-Objekt, Sentiment Positive, Erwartungshaltung erfüllt. Testen wir das einmal mit dem negativen Kommentar, sollte genau das gleiche wieder passieren. Schauen wir mal, wir testen das. Ich lösche wieder das Ergebnis, ersetze das, drücke auf Submit und Sie sehen Sentiment Negative. Also unsere Anweisung funktioniert. An der Stelle ein kleiner Einwurf noch. Beim Schreiben dieser Seite habe ich mich sehr stark darauf konzentriert, dass wir sehr einfache Modifikationen an der Prompt vornehmen und wir befinden uns ja noch im Zero-Shot-Design. Also wir wollen eigentlich keine Beispiele geben. In meinen Experimenten hat sich herausgestellt, und das ist noch etwas, an dem ich etwas mehr weiterarbeiten muss, bis wir hier sagen können, das ist wissenschaftlich gut und valide. Außerdem fehlt mir hier noch ein bisschen der tiefere Blick. Also ich bin gerade erst in der Literaturrecherche. Ich vermute, es gibt sicher schon Arbeiten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Deswegen sehr, sehr vorsichtiger Kommentar an der Stelle. Aber sagen wir an der Stelle, die Klassifikation funktioniert nicht gut. Sie testen das 2, 3 Mal, ganz, ganz niedrigschwellig und naiv, hier im ChatGPT-Interface. Es funktioniert bei 3 Kommentaren und der 5. funktioniert überhaupt nicht. Es kommt immer das falsche Ergebnis. Dann können Sie mit ChatGPT, mit dem Modell, eine Konversation beginnen und sagen, eigentlich hätte der letzte Kommentar negativ oder positiv, wie auch immer, die korrigierte Version des Sentiments
klassifiziert werden sollen. Modifiziere die Prompt, um darauf einzugehen. Und in der Regel erhalten wir dann eine Prompt zurück, die ein paar Nuancen mehr mit einbaut zu der Frage, was ist positiv und was ist negativ. Und so können wir Stück für Stück daran arbeiten, die Prompt zu verbessern. Dann haben wir aber keine pure Zero-Shot-Prompt mehr, weil wir ja schon Beispiele mit eingebaut haben. Und das müssen wir natürlich bei unserer Auswertung auch wieder auf dem Schirm haben. Möglicherweise haben wir durch die Verbesserung mit unseren naiven Tests einen Bias eingebaut, der sich dann langfristig wieder negativ auf das Gesamtergebnis auswirkt. Also wie gesagt, das hier ist so ein kleiner Einwurf aus aktueller Experimentierperspektive. Ich möchte Ihnen den Tipp mitgeben, testen Sie es, probieren Sie es aus, aber gleichzeitig die Warnung, bedenken Sie, möglicherweise fügen Sie damit einen Bias ein, der wieder zu einem Problem werden kann. Ganz wichtig, wie eigentlich an allem, was wir machen, dokumentieren Sie fleißig mit, was Sie machen. Führen Sie ein Protokoll über am besten jede Prompt, die Sie mit ChatGPT testen. Führen Sie ein Protokoll über jede Prompt, die Sie im Playground testen. Führen Sie ein Protokoll über die Ergebnisse. Wird es besser, wird es schlechter? Wie haben Sie die Prompt modifiziert? Und wie kamen Sie von der ursprünglichen naiven, vielleicht klassifiziere den folgenden Kommentar mit positiv, negativ oder neutral Prompt hin zu einer komplexeren You're an advanced classifying AI. Your task is to classify the sentiment of a text. The sentiment can be either positive, negative, or neutral. Formatting after processing the text and response should be formatted in JSON like this, etc., etc. Prompt common. Dokumentation ist das A und O und geben Sie auch gerne etwas ausführlicher als weniger ausführlich in unserer Projektarbeit an, wie Sie zur finalen Prompt gekommen sind. Und ganz wichtig, das Thema der nächsten 2 bis 3 Wochen, validieren Sie alles und versuchen Sie hier zu guten Ergebnissen zu kommen. Ja, gute Ergebnisse und wie wir da hinkommen, ist jetzt auch endlich final das Thema, an dem ich in das Google Colab Notebook wechseln möchte. Sie finden wie immer hier den Link zum GitHub Jupyter Notebook. Sie können das wie immer mit dem einfachen Klick hier oben, sofern es lädt, Open in Colab öffnen. Und das habe ich hier schon einmal gemacht. Die Maschine ist schon ist schon verbunden. Ich importiere heute den Datensatz, mit dem wir letzte Woche schon gearbeitet haben. Das wäre ursprünglich ein Crowdtangle-Datensatz, bei dem wir Texte haben, einen Text pro Zeile, wir haben den Texttypen und wir fügen jetzt Stück für Stück eine Spalte für alle Futures, für alle Fragestellungen hinzu, mit denen wir uns heute beschäftigen. Also Sentiment einerseits und Calls to Actions andererseits. Darüber hinaus, okay, vielleicht noch ein letzter Kommentar. An der Stelle, Sie können natürlich auch die FORCAT oder Seeschwimmer Ergebnisse, Daten, die Sie mit dem Plugin gesammelt haben von TikTok oder Instagram, genauso hier an der Stelle laden. Letzte Woche hatten wir ja dieses andere Notebook, mit dem die ursprünglichen Data Frames modifiziert wurden, so dass wir nun eine Zeile pro Text haben. Da kann ich gerne auch noch ein modifiziertes oder ein bisschen Code bereitstellen, mit dem Sie dann arbeiten können, wenn Sie FORCAT oder Seeschwimmer nutzen. Aber ganz grundlegend, das ist kein Hexenwerk, das schaffen Sie wahrscheinlich auch selber und notfalls mit ein bisschen Unterstützung von ChatGPT. Als nächstes installieren wir unsere Packages und laden die Grundfunktionen und den API-Key. Hier an der Stelle ist wichtig, der Name hier muss übereinstimmen mit dem Namen hier. Jetzt habe ich mich verraten, an meiner Stelle habe ich es gerade ein bisschen gefaked, aber Sie müssen jetzt hier eigentlich, was ich in meinen Secrets an Namen habe, hier einfügen und dann diese Zeile ausführen. Führen Sie aus, alles ist geladen. Und dann können wir unsere Requests starten. Hier nochmal, wir haben die Prompt aus dem
Aus der Literatur, you're an advanced classifying AI, your task is to classify the sentiment of a text. Sentiment can be either positive, negative or neutral. Und dann die Prompt, please classify the following social media comment into either negative, neutral or positive. Your answer must be one of negative, neutral, positive and it should be presented in lowercase text, Doppelpunkt. Und dann habe ich hier dieses in eckigen Klammern und groß Text. Wenn Sie sich die Schleife hier ansehen, dann passiert das Folgende. Wir ersetzen dieses in eckigen Klammern große Text einfach durch den Text mit einer sehr, sehr simplen Python-Anweisung. Aber Sie können alles testen, ohne in den Code schauen zu müssen. Wichtig ist, dass Sie die beiden Prompts einmal diese beiden Zeilen ausführen, damit die Prompt als Python-Variable abgelegt ist im Arbeitsspeicher und dann können wir die Anfrage an GPT durchführen. Sie wissen, am besten sollten Sie immer erst mocken und einmal eine Testklassifikation durchführen, um zu sehen, was es kosten wird. Das können wir jetzt auch ganz schnell hier machen und wir sehen, berechnet wird, es wird ungefähr 0,008 Cent, also US-Dollar-Cent kosten. Ich habe hier noch angegeben Sample Size 25. Wir wollen erstmal ganz einfach mit wenigen Zeilen testen. Wir deaktivieren Mock, klassifizieren. Das dauert jetzt ein bisschen länger, weil die wirklichen Anfragen an den Server gesendet werden. Bisher haben wir noch nichts gezahlt. Erst jetzt mit jeder Anfrage kommt ein Kostenpunkt zustande. Wir warten noch ein paar Sekunden länger. Und das Ergebnis ist, es kostet ein bisschen weniger, 0,0063 Cent. Immer noch für diese 25 Klassifikationen ja sehr günstig. Und jetzt können wir uns anzeigen lassen, was haben wir für Ergebnisse. Wir haben ein positives Sentiment für wer ein bezahlbares Bayern will, wer ein bezahlbares Bayern für alle will, wählt heute FV Brunn. Sehr positiv mit diesem, was ist das, Bizeps-Emoji. Dann der Angriff auf die Hamas, der Angriff der Hamas auf Israel wird verurteilt. Ein negatives Sentiment würde ich auch zustimmen. Abschaffung des Asylrechts, Kürzungshammer, Steuergeschenke für Konzerne. SPD und Grüne machen mit, wir nicht, auch negativ, würde ich auch sagen, korrekt. Große Freude, meinen Freund Paul nach Landwirt am Oktoberfest München getroffen. Positiv würde ich auch zustimmen. In 5 Tagen ist es soweit. Wir starten unseren Countdown bis zur Landtagswahl mit 5 Punkten, warum Bayern unseren Spitzenkandidaten braucht. Ja, also hier wäre ich jetzt nicht unbedingt bei positiv so richtig, dabei wäre ich vielleicht eher neutral. Aber Sentiment ist dann am Ende des Tages auch immer so ein bisschen die Frage, auf was man sich einigt. Deswegen werden wir in den nächsten 3 Wochen auch sehen, dass wir nicht nur eine Annotation für unseren Goldstandard brauchen, sondern ich werde Ihnen dann zu 3 raten. Und warum, das verrate ich Ihnen im Laufe der nächsten Sitzungen. Wir können diesen Data Frame, wenn wir dann beispielsweise die Sample Size auf 0 gesetzt haben, die Klassifikation mit allen Zeilen durchgeführt haben, können wir mit dieser Zeile unser Ergebnis wieder zwischenspeichern und dann Stück für Stück mit der Klassifikation weitermachen. Sie können an dieser Stelle auch das GPT-4-Modell auswählen. Ich mocke das jetzt einmal, um Ihnen zu zeigen. Halten Sie im Kopf, 0,006 Cent. Jetzt mocken wir, was es kosten würde, die Sentimentanalyse mit GPT-4. Wir kommen auf das dreifache Ergebnis, 0,18 Cent. Und wenn wir die Mock-Version oder die Mock-Funktion ausschalten und die Anfrage wirklich an die API schicken, würde es ungefähr auch in dem Bereich kosten, also ungefähr das Dreifache der ursprünglichen GPT 3.5 Anfrage. Also Sie sehen, die Kosten sind wirklich es gibt einen wirklich sehr großen Unterschied in den Kosten. Ich möchte mal kurz vorstellen, was passiert, wenn wir jetzt gemockt mit GPT-4
alle Zeilen klassifizieren lassen wollen, das sind fast 2600 Zeilen, dann kommen wir auf 16,72 $. Im Vergleich dazu schauen wir auch nochmal ein Drittel wahrscheinlich dann die Kosten bei GPT-3.5, das wären wahrscheinlich Pi mal Daumen 6 Euro, 6 Dollar, Entschuldigung. Oh, wir kommen hier auf 81 Cent. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Vielleicht habe ich gerade die Nachkommastellen übersehen bei dem 25. Also wir machen nochmal 25, 0,0073. Und hier bei GPT-4 ähnlich. Ah ja, okay. Ich glaube, ich habe die eine Null tatsächlich gerade beim Berechnen übersehen. Also Sie sehen, die Kosten sind sehr, sehr, sehr viel höher. Und beim nächsten Mal hole ich den Taschenrechner, bevor ich Ihnen falsche Dinge erzähle. Ja, und natürlich können wir dann auch die Ergebnisse an der Stelle plotten und sehen. Das ist jetzt bei 25 Zeilen kein sehr aussagekräftiges Diagramm, aber theoretisch oder denkbar wäre, dass Sie dann damit schon eine erste explorative, eine erste deskriptive Auswertung Ihres Datensatzes umsetzen mit diesem Balkendiagramm beispielsweise. Als nächstes möchte ich weitergehen und noch eine Unterart dieser Zero-Shot-Klassifikation aufzeigen, und zwar die Zero-Shot-Multiclass-Klassifikation. Hier arbeiten wir mit mehreren Variablen gleichzeitig. Dieser Anwendungsfall funktioniert sehr gut zum Beispiel für diese Calls to Action, weil wir ja diese unterschiedlichen Unterarten der Calls haben. Ich hatte schon eingeführt die expliziten und impliziten und wir haben Online- und Offline-Ausprägungen. Und meine bisherigen Experimente oder mein bisheriger Ansatz, der aber ganz gut funktioniert hat, war, dass wir diese Variablen als sogenannte Dummy-Variablen modellieren. Dummy-Variablen zeigen die Präsenz oder Abwesenheit von Eigenschaften an. Also wir haben eine Variable, die wir eigentlich zum Beispiel als kategoriale Variable codieren könnten. Sie können sich vorstellen, ein Auswahlfeld zwischen explizit und implizit und ein Auswahlfeld zwischen online und offline haben wir aufgeteilt in 4 Variablen, und zwar die Variable direkt, indirekt und die Variablen online, offline. Für jede dieser Variablen, stellen Sie sich am besten vor, gibt es dann eine Spalte im Data Frame, und in der Spalte im Data Frame wird dann angezeigt True oder False, Ja oder Nein, wahr oder falsch, 1 oder 0 und möglicherweise auch NA, falls zum Beispiel die Variable, also falls zum Beispiel die Klassifikation noch nicht umgesetzt wurde für die Zeile, auf die sich dann das bezieht. Das Beispiel mit der Zero-Shot-Multiclass-Klassifikation für die Calls to Action kommt aus meinem letzten Experiment, aus meinem letzten Forschungsprojekt, das gerade noch in Review ist. Ich kopiere an der Stelle mit ein bisschen weniger Kommentar sozusagen die Prompt rüber, beziehungsweise wir haben sie ja schon im Notebook. Wir können die System Prompt auch hier wieder einlesen und auch hier können wir wieder kurz mocken, was passiert denn, wenn wir mit GPT-3.5 die Anfrage senden, mit, sagen wir mal, 25 auch hier Zeilen. Und wir erhalten das Ergebnis. Hier wird die Anfrage schon etwas teurer. Wir kommen bei ungefähr 0,0173 US-Dollar Cent heraus. Was hier noch spannend ist, ich habe mir Mühe gegeben, das Notebook so modular oder flexibel wie möglich aufzubauen. Sie können theoretisch dieses Notebook modifizieren, dass Sie an dieser Stelle dann zum Beispiel andere Listen an Variablen angeben, die Sie erhalten wollen. Also natürlich würden Sie dann wahrscheinlich auch die gesamte Prompt abändern. Wichtig ist aber, dass Sie dann auch sagen, an beispielsweise dieser Stelle, ich möchte folgende 4 Variablen zurück erhalten.
weil wir erwarten zum Beispiel so ein JSON Data Frame mit Implicit, Explicit, Online, Offline als Werten, die zurückgegeben werden mit True oder False. Und die finden Sie in dieser Zeile wieder, Columns. Das sind nämlich die Spalten, die dieser Codeblock, ich öffne ihn kurz, dann an der Stelle in einer Loop, in einer Schleife, hier ist es, in einer Schleife dem Data Frame hinzufügt einerseits und andererseits nutzen wir auch diese Funktion um Extract Variables, um basierend auf der Variable Columns, die eine Liste sein soll, jede Variable, die in dieser Liste mit dem Namen angegeben ist, aus der Antwort von GPT heraus zu extrahieren. Das ist jetzt alles ein bisschen schnell, keine Sorge, wenn Sie das für Ihr eigenes Projekt umsetzen wollen, dann schauen Sie sich das Video vielleicht noch mal kurz an, schauen Sie sich das Notebook an und das schaffen Sie. Das ist auch kein Hexenwerk, hier zu ändern. Und falls es Fragen gibt, dürfen Sie sich natürlich immer melden und Unterstützung gibt es auch, falls es Probleme gibt. Also wir führen jetzt hier diese Anfrage aus. Gibt es implizite oder explizite Calls to Action, online oder offline? Alles wird mit einer Prompt und einer Anfrage klassifiziert und die Ergebnisse erhalten wir dann wieder in Form der befüllten Spalten zurück. Sie sehen übrigens, diese Tilde, das ist ein Negator oder eine Negation für die Pandas Data Frame is NA Methode. Und was mache ich mit dieser einen Zeile? Ich lasse mir nur die Zeilen anzeigen, in denen diese Spalten oder in denen ganz explizit die erste Spalte nicht NA ist. Das sind die 25 Zeilen, die wir gerade klassifiziert haben. Und wir sehen dann, es gibt verschiedene Ergebnisse, beispielsweise bei dem ersten Text, ich mache das mal auf, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel muss weg, das wäre eine schnelle und unbürokratische Hilfe für alle Menschen im Land. Viele machen sich an der Supermarktkasse Sorgen, dass sie sich den Einkauf nicht leisten können. Das darf nicht sein. Essen muss wieder günstiger werden. Deswegen am 8. Oktober mit beiden Stimmen CSU wählen, denn wir stehen an der Seite der Normalverdiener. Das ist ein sehr expliziter Call to Action. Und was für eine Action sollen wir machen? Wir sollen wählen gehen und damit ist es offline. Schauen wir mal, ob wir einen online finden. Genau, wir suchen einen Pixel- und Vektorenzauberer zur Unterstützung unseres Kommunikationsteams im Bereich Kommunikationsdesign, Grafik, Video, mehr unter ftp.de/jobs. Das ist ein Call to Action, auch explizit direkt angegeben. Warum ist es ein Call? Weil wir auf die Webseite gehen sollen und uns mehr Informationen holen, aber es ist ein Online-Call. Ich würde sagen, auch an der Stelle korrekt klassifiziert. Finden wir noch einen impliziten Call hier. Ja, der implizite Call würde ich sogar auch schon zustimmen. Steht wohl vor allem am Ende, dafür stehen wir Grüne, damit treten wir bei der Landtagswahl an und das bekommt man mit uns in der Staatsregierung, also indirekt wählt uns und dann bekommt ihr das hier obere. Aber wir sehen, hier ist das schon wieder nicht mehr so eindeutig. Also da könnten wir sicher auch darüber diskutieren, ob das ein Call to Action ist. Implizit wäre auf jeden Fall und in der Interpretation dann auch auf jeden Fall offline. Aber diese Fragen sind manchmal nicht so klar zu beantworten und deswegen müssen wir mehrere Leute mit einbeziehen in die Validierung und müssen sehen, ob dann diese Klassifikation hier auch korrekt umgesetzt wurde. Und jetzt schauen wir mal kurz runter in die OCR-Zeilen. Das ist ja auch ganz spannend. Was zählt für dich? Finde es heraus mit dem Valomat. Wähle deine Überzeugung. Das ist ein expliziter Call to Action für eine Online-Teilnahme. Würde ich sagen, war an der Stelle auch gut. Trifft zu. Haben wir vielleicht noch mal etwas, was nicht so gut aussieht. Ja zu Bayern, Nein zur Ampel, Heizen mit Holz ermöglichen, CSU statt Heizung kaltstellen.
Ja, klingt eher nach einem impliziten, oh, ja doch, klingt eher nach einem impliziten Wenn dann Call. Fände ich hier vielleicht eher auch false korrekt. Und das ist gut, dass wir jetzt ein nicht so gutes Beispiel, also ein nicht so richtiges Beispiel gefunden haben, denn sonst wäre die folgende Aussage ohne Beweis oder Beleg. Meine bisherige Erfahrung ist, dass gerade bei diesem etwas komplizierteren oder komplexeren Anwendungsfall GPT 3.5 an seine Grenzen kommt und mit GPT 4.0 wir tatsächlich bessere Ergebnisse erzielen. Für meine Forschungsarbeit oder für mein letztes Experiment habe ich für diese Prompt dann auch nur noch GPT 4.0 getestet oder genutzt, besser gesagt. Und da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, wenn Sie dann für Ihre Forschungsarbeit, für Ihre Projektarbeit möglicherweise einen ähnlich komplexen Anwendungsfall haben, dass wir uns da vielleicht doch die höheren Kosten für GPT 4.0 leisten. Ja, dann können wir nochmal weitergehen zu den letzten Themen für heute, der Few-Shot-Klassifikation. Bei der Few-Shot-Klassifikation, auch hier finden Sie wieder ein bisschen mehr Erläuterungen basierend auf der Literatur. Auf der Webseite haben wir eine kleine Nummer an Demonstrationen, wie die Task beantwortet werden soll oder was wir als Ergebnis erwarten. Und hier sehen wir dann ganz explizit zum Beispiel, wenn wir die Sentiment-Analyse durchführen wollen, dann haben wir 3 Beispiele in meinem Beispiel, wobei die Literatur auch eher von 10 Beispielen spricht. Und da habe ich einmal reingecopy-pastet Beispiele für Captions. Die habe ich auch noch in Anführungszeichen gesetzt, um abzugrenzen, was ist denn jetzt die Caption. Und dann Doppelpunkt einfach ein Positive dahinter. Und bei den anderen ebenso neutral und negativ. Wir können dann auch hier, dann müssen wir in der Literatur nachsehen, was es noch an Tipps gibt für Few-Shot-Lösungen, was am besten funktioniert, aber auch hier gibt es leider eher etwas dünn gesäte, klare Anweisungen und klare Ergebnisse aus Experimenten. Ich zeige Ihnen einmal ganz kurz, wie hier diese Few-Shot-Lösung funktioniert, genauso wie oben die Zero-Shot-Lösung. Der Unterschied ist natürlich, wir schicken mehr Input-Tokens mit für jede Anfrage, es wird also teurer. Wir lassen es noch einmal laufen, beziehungsweise was ich jetzt mache, ist, ich lade den Data Frame nochmal ganz kurz. Ich lösche damit alles, was wir gerade gemacht haben, damit wir jetzt den Unterschied sehen. Und jetzt können wir die System Prompt mit den Few Shots, also mit den Beispielen einlesen in die Variable und nochmal die Klassifikation durchführen, auch wieder mit 25 Samples. Wir hatten uns ja oben gemerkt, jetzt wäre der Moment, das Video, die Aufzeichnung anzuhalten und nochmal nachzuhören. Ich glaube, welche Kosten hatten wir? Ich werde es einfach gleich nochmal testen. Also wir haben hier jetzt einen Kostenpunkt bei 25 Samples mit diesen 3 Few-Shot-Beispielen von 0,0164 US-Cent. Wenn wir das gleiche nochmal kurz hier oben mocken mit dem Dreiermodell und 25 Samples, da hatten wir ungefähr ja genau, hier war dann der Kostenpunkt 0,0181 für 25 und, ja, ich sehe, die falsche Prompt ist noch dabei. Das ist nicht korrekt. Genau, jetzt haben wir die richtige Zahl. Also, wir vergleichen das einmal ganz kurz an dieser Stelle. Ich kopiere mal hier rein. Im Mockup waren die Kosten für die Zero-Shot-Lösung 0,0072 US-Cent und hier für 25 Samples. Und hier haben wir gezahlt mit den Few-Shot-Beispielen 0,0164 Cent. Also es ist auf jeden Fall also mehr als eine Verdopplung der Kosten, weil wir erinnern uns, hier bei der Zero-Shot-Lösung waren die realen Kosten dann am Ende sogar ein bisschen geringer als die kalkulierten vorherigen Kosten.
Und das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Also spätestens, wenn wir GPT 4.0 nutzen, können Few-Shots auch die Kosten nach oben treiben. Das ist auch wieder eine kleine Warnung. Nutzen Sie die Mockup-Funktion, führen Sie einen Dry-Run durch, versuchen Sie abzuschätzen, was Ihre Klassifikation kosten wird. Und jetzt sehen wir, auch hier haben wir dann wieder Klassifikationen positiv, neutral, negativ. Unsere Abstimmung, Nein zum Heizungsgesetz, AfD, Alice Weidel, klingt recht negativ. Ja, Freiheit, schöner Götterfunke, 67. Bundeskongress in Weimar, alle Infos unter buko, julis.de. Etwas Unleserliches, ja, klingt sehr neutral. Positiv, Gratulation zu deiner Wiederwahl als Landesvorsitzender etc. klingt auch positiv. An der Stelle können wir nicht valide bestimmen, ob die Few-Shot-Lösung besser ist als die Zero-Shot-Lösung, weil wir haben keinerlei Möglichkeit des Vergleichs. Uns fehlt eigentlich noch so diese sogenannte Ground Truth oder eben diese Goldstandard-Datenmaterialien, um sagen zu können, ob dieses Sentiment hier jetzt positiv oder negativ ist. Wir können das mit einem Sample von 5 oder 25 per Hand durchschauen. Wir könnten theoretisch auch für diese 25 Zeilen beide Klassifikationstypen anwenden. Dann würden wir hier vielleicht schreiben, nicht Sentiment, sondern Sentiment Few Shot. Das machen wir doch mal ganz kurz. Dann können wir das noch in kleinen vergleichen. Aber, okay, das geht an der Stelle nicht so simpel, wie ich das kurz dachte, weil wir die Samples ja zufällig ziehen. Da müsste ich im Code etwas modifizieren. Aber das können Sie ja zu Hause einmal testen und dann für die 25 schauen, ob es einen Unterschied macht. Aber um systematisch herausfinden zu können und vor allem auch um belastbar herausfinden zu können, welcher Ansatz besser funktioniert, brauchen wir eine größere Samplezahl, die von Menschen annotiert wird. Also es gäbe auch noch andere Methoden, aber ich schlage Ihnen vor, dass wir so vorgehen. Das werden wir dann nächste Woche auch begründen, warum. Dass wir eine größere Zahl von Samples, wir werden mit ungefähr 30% der Gesamtmenge arbeiten, von Menschen annotieren lassen. Wir werden mit 3 Menschen arbeiten, um einen Goldstandard zu haben, und dann vergleichen wir die Ergebnisse der GPT-Klassifikation mit den Ergebnissen der menschlichen Annotatoren, mit der Mehrheitsentscheidung dieser Annotatoren, und versuchen damit zumindest herauszufinden, wie kohärent die Klassifikationen zwischen Menschen und zwischen dem GPT-Modell oder verschiedenen Ansätzen des Modells sind. Und auch hier können wir natürlich dann das Zwischenergebnis speichern und das Ergebnis einmal plotten. Auch hier bei 25 Samples keine großen Überraschungen, keine wirkliche Aussagekraft. Zuletzt möchte ich noch eingehen auf diese Multi-Document Classification. Das ist auch experimentell. Auch das habe ich für mein letztes Projekt getestet, herumgespielt. Ich muss sagen, kleine Warnung, es funktioniert auf jeden Fall ein bisschen schlechter als die Klassifikation, wie wir sie bisher praktiziert haben, bei der wir immer genau ein Dokument an das Modell geschickt haben mit den Anweisungen, mit der Prompt und dann ein Ergebnis zurückerhalten haben. Mit dieser Multi-Document Classification nutzen wir eine andere Idee. Wir versuchen, mehrere Dokumente gleichzeitig an das Modell zu senden und dabei die Kontextlänge, diese Tokenzahl, die wir reinschicken können und zurückerhalten können, in das Modell auszureizen, zu maximieren sozusagen, wie viele Dokumente wir pro Anfrage klassifizieren können. Und warum wird das günstiger? Weil wir haben schon gesehen, bei der Few-Shot-Lösung werden die Kosten durch diese zusätzlichen Texte, die wir auch noch in die Prompt mit reingeben, schon höher. Also in anderen Worten, jeder Token, jedes Wort, jede Zeile, die wir hinzufügen pro Prompt oder pro Anfrage, heißt auch, die Kosten steigen. Und wenn wir nun für jedes Dokument eine Anfrage senden, senden wir ja für jedes Dokument nicht nur das Dokument selbst, sondern jedes Mal auch diese Prompt mit, die auch wiederum eine bestimmte Tokenlänge hat und damit einen gewissen Price Tag, einen gewissen Kostenpunkt hat.
Meine Idee war also, warum oder wie könnte ich versuchen, mehrere Dokumente gleichzeitig klassifizieren zu lassen, weil dann muss ich ja nur ein einziges Mal diese System Prompt mitschicken. Diese System Prompt kann, wenn wir eine Few-Shot-Lösung wählen, wie gesagt, gar nicht ignorierbar, also schon etwas teurer werden. Die Lösung dazu war für mich, ich schicke mal kurz dieses System Prompt in die Variable. Meine Lösung ist, dass wir eine Markdown-Tabelle erstellen. Diese Markdown-Tabelle, das sehen wir dann auch gleich noch hier unten als Beispiel, versuchen wir in einer Schleife ungefähr genau so lange zu machen, also so viele Zeilen oder Dokumente hinzuzufügen, dass es in den Kontext, in die Prompt passt. Dafür haben wir verschiedene Maximum Token Lengths. Bei GPT-4 zum Beispiel diese 8192 Tokens, bei 3.5 Turbo die 4096 Tokens. Eine Schwierigkeit ist, wir müssen dann auch noch abschätzen, wie viele Tokens wir zurückerhalten werden. Dafür habe ich gesagt, dafür mocken wir auch eine Ergebnistabelle. Die Ergebnistabelle wird auch eine Markdown-Tabelle sein, bei der wir dann eine Spalte haben mit dem Identifier, das ist in unserem Fall der Shortcode, und der Klassifikation und dann pro Dokument eine Zeile in dieser neuen Tabelle, die generiert und zurückgegeben wird, bei der wir dann zum Beispiel den Identifier, also Shortcode C2Y irgendetwas auf der linken Spalte haben und dann in der rechten Spalte dann nur True oder False oder Positive oder Negative. In meinem Beispiel habe ich gesagt, jede Klassifikation ist nur ungefähr ein Wort lang, so etwas wie False. Und deswegen habe ich hier für den Mockup auch einfach dieses False immer als Ergebnis in dieser Tabelle, die generiert wird, um abschätzen zu können, wie viele Tokens die Ergebnistabelle ungefähr kosten wird. Also diese Funktion ist nicht perfekt, sie ist nicht 100% optimiert, aber sie funktioniert ganz gut und ganz robust für die Frage oder für diese Aufgabenstellung, erstelle so viele Tabellen wie nötig, um so wenige Anfragen wie möglich an das GPT-Modell zu senden. Okay, ich führe mal die Zeile aus, in der eigentlich nur diese Methode jetzt definiert wurde. Und als nächstes definiere ich hier in dieser Zelle die Textspalte. Die heißt bei mir einfach Text. Wir können ja noch mal ganz kurz hier uns den Data Frame ansehen, wie er momentan aussieht. Das können wir mit df-head machen. Okay, wir haben einen Shortcode, wir haben diese Textspalte, wir haben Text-Type-Spalte, wir haben Sentiment von oben und Policy Issues und diese Index-Spalte, die nervt, die man vermeiden könnte, aber lassen Sie uns nicht drüber sprechen. Was gebe ich hier bei Text Column ein? Die Spalte, der Name für die Spalte, in der sich der Text befindet, also simpel Text. Was ist der Identifier? In unserem Fall der Shortcode. Beim Shortcode haben wir noch ein Problem. In meinem Beispiel wäre das gar nicht so eine gute Lösung. Wir müssten noch einen Identifier einbauen, da wir ja nicht nur Caption, sondern auch OCR-Text haben und damit ein Shortcode sich nicht nur auf eine, sondern vielleicht auch auf 2 Zeilen beziehen kann. Das Problem werden wir auch noch in einer der folgenden Sitzungen lösen, beziehungsweise ich stelle dann nochmal ein Update für das Notebook bereit. Aber der Einfachheit halber nutzen wir an der Stelle die Shortcode-Variante und wir nutzen das Modell GPT-4, weil also aus Kostenperspektive der Ansatz sich nicht rentiert für GPT 3.5 Turbo und weil die Ergebnisse auch einfach nicht gut sind. Also
dieser Ansatz ist zu komplex für das 3.5er Modell. Und was geben wir hier an? Das ist eine optionale Variable. Hier können Sie einfach 999 oder noch eine höhere Zahl eingeben. Aber im Prinzip könnten wir damit auch steuern, wenn wir sagen wollen, wir wollen pro Anfrage maximal 10 Zeilen schicken. Dann können wir hier die 10 eingeben. Ich lasse das mal auf 999 und starte die Ausführung. Und das dauert tatsächlich ein bisschen länger. Deswegen habe ich schon gerade auch gesagt, die Ausführung der Code oben ist nicht optimiert. Hier müsste man nochmal drüber schauen und das ein bisschen besser lösen. Aber manchmal ist diese Quick and Dirty Variation im Rahmen der Forschung auch der Weg, the way to go, weil wir auch immer ein bisschen unter Zeitdruck stehen. Man muss hin und her experimentieren, Dinge austesten und diesen Code, gut, ich zeige Ihnen jetzt meine Experimente und versuche Ihnen damit etwas beizubringen oder ein paar Tipps zu geben. Aber wir bauen ja gerade keinen Code, der dann von Tausenden von Nutzerinnen und Nutzern angewandt wird oder der in einem Team weiterentwickelt werden soll, sondern hier kann ich diese 1 Minute Lebenszeit, die dieser Vorgang kosten wird, auf mich nehmen und warten. Und wir sind zurück, der Prozess ist fertig. Jetzt können wir uns ansehen, was das Ergebnis ist. Ich hatte ja schon gesagt, wir bauen Markdown-Tabellen, die für jeden Text eine Zeile beinhalten. In dieser Zeile sehen wir auch nochmal, dass es tatsächlich einfach noch ein paar kleine Bugs im Code gibt. Das ist nicht optimiert, aber das können wir auch im Laufe des Semesters noch besser machen. Aber wie sieht so eine Markdown-Tabelle aus? Sie können das auch kopieren, theoretisch, und in irgendeinen Markdown-Editor packen, wie zum Beispiel hier, zufällig gerade offen. Und dann können wir uns das Ergebnis ansehen. Sie sehen, es ist eine Tabelle mit 2 Spalten, Shortcode und Text, in denen sich dann die verschiedenen Inhalte befinden. Das können wir übrigens auch in einem Jupyter Colab oder Jupyter und oder Colab Notebook ähnlich darstellen. Auch hier bekommen Sie dann so eine schön formatierte Tabelle. Und jetzt wollen wir einmal testen, was passiert denn, wenn wir diese Sentiment-Analyse mit einer dieser Tabellen machen. Also wir bekommen dann mit einer Anfrage 25 Ergebnisse auf einmal zurück. Auch hier können wir wieder mocken. Und hier heißt Sample Size nicht mehr, wie viele einzelne Zeilen, sondern wie viele Tabellen werden denn in dieser Anfrage mitgeschickt. Und jetzt hatte ich gerade gesagt, 25 Zeilen auf einmal. Es ist nicht gesagt, dass das 25 Zeilen sind. Da müssten wir nachzählen. Wir werden das Ergebnis gleich sehen. Ich zähle lieber heute nichts mehr per Hand. Wir haben schon gesehen, dass meine Rechenfähigkeiten eingeschränkt sind. Genau, Sample Size 1, eine Tabelle wird geschickt. Damit haben wir gleich mehrere Zeilen, die auf einmal klassifiziert werden. Wenn wir das mocken, kostet das Ganze 13 Cent. Jetzt schauen wir mal, was es kostet, wenn wir es umsetzen. Und im Hintergrund, ich öffne mal wieder den Code, wird jetzt eine Tabelle, genau eine Tabelle aus diesen Tabellen, die wir haben, rausgeschickt, an die API geschickt. Wir sehen, die Kostenschätzung war ganz gut, hat 14 US-Cent gekostet. Und wir speichern die Ergebnisse zunächst. Also wir haben eine Parsing-Funktion, das habe ich über die letzten Monate Stück für Stück immer weiterentwickelt. Und wir speichern die Ergebnisse erstmal in einer neuen Tabelle, in New Data Frame, New DF. Und dann, wenn alle, das ist ja eine Schleife, wenn alle Tabellen durchgearbeitet sind, werden wir am Ende noch diese New DFs, also die Zeilen, die klassifiziert wurden,
mit dem DataFrame joinen. Und da kommen wir eben zu dem Problem, dass der Shortcode in unserem Beispiel gar nicht so ein guter Identifier ist. Da brauchen wir noch einen anderen, machen wir dann nächste Woche noch. Aber auf jeden Fall hier kommt am Ende dieser Join zustande. Und zwischendrin ist noch eine kleine Sicherheitsfunktion, die ich eingebaut habe aus Erfahrung, dass mit jedem Durchlauf, also jedes Mal, wenn eine Tabelle durchgearbeitet wurde von der API, vom Modell klassifiziert wurde, speichern wir diesen New Data Frame, der immer länger und länger wird, auf dem Google Drive in dem Fall, aber Sie können theoretisch auch auf dem Rechner selbst eine CSV anlegen. Hier wäre übrigens noch empfehlenswert, das .csv zu nennen, aber ist nicht so wichtig. Naja, wir speichern die Datei jedes Mal mit jeder Durchrundung der Schleife. Und wie sieht dieser NewDF aus? Der sieht so aus. Ich mache jetzt mal ganz kurz das Head weg, beziehungsweise wir lassen erstmal zählen, wie viele Zeilen haben wir denn jetzt mit einem Durchlauf? 57. Das ist auf jeden Fall spannend, dass wir 57 Klassifikationsergebnisse zurückerhalten haben für eine Tabelle. Und dann können wir uns auch da zum Beispiel die Ergebnisse wieder anschauen lassen. Und dann zwischen hier und hier ist der Unterschied, das ist das Ergebnis einer Runde der Klassifikation. Eine Tabelle wurde an die API geschickt und das Ergebnis hier in diesem Dataframe gespeichert. Und hier sind wir wieder zurück in unserem sozusagen Master Data Frame und das ist das Ergebnis dieser letzten Zeilen, in denen dann die Ergebnisse des temporären New Data Frame mit dem Master Data Frame wieder gejoint wurden und die Ergebnisse hier eingetragen wurden. Lassen Sie uns mal kurz einen naiven Check durchführen. Landtagswahl, Sternchen oder Emoji mit Sternaugen, Herz und so ein betendes Händezeichen. Klingt sehr positiv. Dann die Landtagswahl war für uns als Liberale hart. Wir haben alles gegeben, um die FDP wieder in den Landtag zu bringen, aber leider hat es nicht geklappt. Danke für den Einsatz und doch noch so ein bisschen Positives, also dieses Neutral können wir auch wieder drüber streiten. Eigentlich eher negativ, aber vielleicht ja auch positive Seiten dabei. Schwierig. Hier auch wieder eher positiv, herzlichen Glückwunsch etc. Und hier geht es dann um das Thema zum Beispiel Judenhass, Terror etc. Kein Wunder, dass es hier negativ ist. Hier wieder Glückwünsche positiv. Auf den ersten Blick sieht es gut aus. Ob die Ergebnisse aber wirklich gut sind, werden wir in den nächsten Wochen noch lernen zu validieren und zu evaluieren. Damit werden wir uns, wie gesagt, ab dem nächsten Montag näher auseinandersetzen. Wir werden menschliche Annotationen einwerben oder erstellen lassen. Dafür werden wir ein Label Studio Projekt aufsetzen, bei dem Menschen unsere Social Media Texte anhand unserer Fragestellungen, unserer Operationalisierungen annotieren, codieren sollen und wir werden dann im weiteren Verlauf lernen, wie wir diese menschlichen Annotationsdaten nutzen, um unsere Modelle zu evaluieren, um zu sehen, wie ist denn die Übereinstimmung mit den menschlichen Annotationen. Wir werden auch so etwas wie Accuracy etc. als eher technische Maße für Machine Learning Modelle nutzen, um die Qualität unserer Klassifikation einzuschätzen. Ja, zusammenfassend haben wir heute also gesehen, es gibt verschiedene Ansätze zur Klassifikation, ganz grundsätzlich Zero-Shot und Few-Shot-Lösungen. Ich habe Ihnen noch gezeigt, wie wir auch mit einer Zero-Shot-Lösung verschiedene Variablen mit einer Klassifikation, einer Anfrage klassifizieren können. Und wir haben uns angesehen, wie wir möglicherweise Geld sparen können, indem wir verschiedene oder mehrere Dokumente gleichzeitig an die API senden. Welches der Verfahren das Beste ist, lässt sich pauschal nicht sagen. Tatsächlich sind hier auch eher noch die Fragestellungen, dass wir experimentieren und herausfinden, wie gut die einzelnen Verfahren sind, um dann möglicherweise generalisierbare Schlüsse ziehen zu können und das vielleicht ja auch früher oder später noch in einem Paper oder einem Poster
verpackt versuchen können, einzureichen für eine Konferenz im Bereich Computational Social Sciences, vielleicht auch im Bereich Digital Humanities oder irgendwo in den vielen Zwischennischen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bei Fragen können Sie sich wie immer gerne per E-Mail melden und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder im Kurs. Bis dahin eine gute Zeit.